2024 wird ein ziemlich krasses Gaming-Jahr, denn es erwarten uns einige große und vor allem auch wichtige Spiele. Und es geht gleich im Januar los. Der erste große Titel, das wird Prince of Persia Lost Crown sein. Der Reboot der klassischen Ubisoft-Reihe, 18. Januar. In Prince of Persia The Lost Crown erlebt ihr ein Metroidvania-Abenteuer als Sargon, ein Mitglied der Unsterblichen. Das Spiel vermischt Anime-Designs mit persischer Kultur. Ihr erkundet komplexe Umgebungen, meistert Parcours-Herausforderungen und bekämpft vielfältige Gegner. Wir haben Tekken 8, Ende Januar am 26. Das neueste Tekken 8 bietet eine beeindruckende Auswahl von 32 Charakteren. Im Beat'em-up erlebt ihr eine spannende Einzelspieler-Kampagne und das innovative Heat-System für taktische und aggressive Kämpfe. Freut euch auf umfangreiche Anpassungsoptionen und die Rückkehr des beliebten Tekken Ball aus Tekken 3. Und ganz wichtig für die PlayStation-Jünger, The Last of Us 2 Remastered am 19. Januar. Das PS5 Remaster des vielleicht besten PS4 Games ever. The Last of Us Part 2 Remastered für PS5 bringt neben verbesserter Grafik auch neue Spielmodi, darunter den Roguelike-Modus No Return. Erwartet etwa 20 Stunden zusätzliche Spielzeit einschließlich täglicher Herausforderungen und Online-Leaderboards. Entdeckt auch die Lost Levels mit Entwicklerkommentaren und einem frei spielbaren Gitarrenmodus. Dann geht's gleich weiter mit dem Februar. Da kommen auch ein paar ziemlich krasse Spiele. Ja, wir haben hier viele, tatsächlich richtig viele Games. Wir haben Suicide Squad, wir haben Persona 3, Helldivers 2, auch ein großer PlayStation-Titel. Wir haben die Tomb Raider Remastered Trilogy und unglaublicherweise ein Skull and Bones, wo ich immer noch nicht glauben kann, dass das wirklich rauskommt. 16.02. ist aktuell der Termin dafür. Das Piratenabenteuer Skull and Bones soll endlich im Februar erscheinen. Kaum zu glauben, denn das Multiplayer-Abenteuer ist seit 10 Jahren in Entwicklung und wurde unzählige Male verschoben. Trotz vielversprechender Seeschlachten und individueller Schiffsgestaltung fehlt es dem Spiel an Tiefgang, was durch sich wiederholende Aufgaben und mangelnde Charakterentwicklung deutlich wird. Ein kooperatives Spielerlebnis ist möglich, aber die Hauptstory bleibt hinter den Erwartungen zurück. Hoffen wir mal, dass das fertige Spiel mehr als die geschlossene Beta zu bieten hat. Genau, und dann gibt es 2 Spiele, auf die sich besonders Frau Pixel freuen wird. Das erste ist Garden Life. Ja. Nein, das Wichtige ist natürlich Final Fantasy VII Rebirth. Genau, und zwar die Fortsetzung von Final Fantasy VII Remake aus dem Jahr 2020. Und sage und schreibe, sind jetzt wirklich 4 Jahre vergangen, bis der Nachfolger jetzt rauskommt. Und man weiß ja, es soll ja eine Trilogie werden. Da frage ich mich natürlich dann, wann der 3. Teil kommt und wie der heißen wird. Das ist noch in weiter Zukunft, aber auf jeden Fall im Februar kommt Rebirth heraus und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Wir springen gleich in den März. Da geht's auch recht gut weiter. Alone in the Dark gibt's auch schon wieder mal eine Fortsetzung Reboot. Da bin ich gespannt, deswegen auch, weil zuletzt Alan Wake 2 verdammt gutes Horror-Adventure wurde. Und ich hoffe, Alone in the Dark kann da mithalten in Sachen Spannung. Der Urvater des Survival-Horrorspiels erhält eine Neuauflage. Die Handlung dreht sich um die Untersuchung eines mysteriösen Familienflugs, eingebettet in die atmosphärische Südstaaten-Gothic der Louisiana Bayous. Diesmal erlebt ihr den Horror aus der Schulterperspektive. Die Erwartungen sind hoch, denn zuletzt hat Alan Wake 2 bewiesen, wie ein perfekt inszeniertes Horrorgame auszusehen hat. Im März haben wir außerdem noch Dragon's Dogma 2, auf das auch schon viele warten. Erlebt in Dragon's Dogma 2 ein Action-RPG voller Abenteuer. Gestaltet euren Charakter, wählt eure Fähigkeiten und erkundet mit Vasallen eine detailreiche Fantasy-Welt. Kämpft mit Schwertern, Bögen und Magie gegen vielfältige Monster und interagiert mit lebendigen NPCs, die euer Abenteuer beeinflussen. Später im Jahr kommt auch etwas Ähnliches, und zwar aus China tatsächlich, nämlich Black Myth Wukong. Ist im Grunde auch so eine Art, ja, es ist so eine Fernost-Action, aber mit ein bisschen mehr Mythologie drin. Das wird super spannend, voraussichtlich im August kommt das. In Black Myth Wukong, einem actionreichen RPG basierend auf der Unreal Engine 5, erwartet euch eine Welt voller herausfordernder Gegner und faszinierender Landschaften. Ihr könnt zwischen verschiedenen Kampfstilen wechseln und besitzt die Fähigkeit, euch in einzigartige Kreaturen zu verwandeln. Das Spiel kombiniert klassische Elemente chinesischer Mythologie mit modernem Gameplay. Und dann haben wir jetzt auch noch einige Spiele, die 2024 rauskommen werden.
kennen, aber noch keinen genauen Release-Termin haben. Aber da sind auch ein paar interessante Sachen dabei. Little Nightmares 3 wird bekommt den dritten Teil logischerweise. Auch eine sehr schöne Horrorserie. In Little Nightmares 3, entwickelt von Supermassive Games, taucht ihr in die albtraumhafte Welt einer Horrorwüste ein. Ihr steuert die Charaktere Low und Alone und erlebt das Abenteuer wahlweise allein oder im Online-Koop. Bewaffnet mit Schraubenschlüssel und Bogen erkundet ihr rätselhafte Landschaften. Die subtile Gruselei hält euch auch durch Jumpscares in Atem. Final Fantasy XIV kommt auf die Xbox. Das läuft ja schon länger auf der PlayStation, aber jetzt auch auf die Xbox. Und da wird es dann auch noch eine Erweiterung geben zu dem Online-Rollenspiel namens Dawn Trail. Und wir haben dann zumindest am Horizont für 2024 angekündigt Marathon vom Entwickler Bungie. Im kommenden Extraction-Shooter Marathon von Bungie steht Sauerstoff im Mittelpunkt des Gameplays. Spieler, genannt Runner, erkunden den Planeten Tau Ceti 4. Die Herausforderung besteht darin, Missionen zu erfüllen, bevor der Sauerstoffvorrat zu Neige geht. Es gibt Möglichkeiten, Sauerstofftanks der Gegner zu sabotieren und unterwegs Nachschub zu finden. Die Runner agieren in Teams von bis zu 3 Spielern, können aber auch alleine oder zu zweit agieren. Weiter mit Senua's Saga Hellblade 2, das auch schon gefühlt viel zu lange in Entwicklung ist und endlich mal kommen sollte. Das wurde ja eigentlich schon zum Start von der Xbox nicht angekündigt, aber geteasert. In Hellblade Senua's Saga Sacrifice kehrt Senua zurück, um sich auf eine brutale Überlebensreise durch die Mythen des Wikingerlands Island zu begeben. Entschlossen, die Opfer tyrannischer Herrschaft zu retten, stellt sie sich inneren und äußeren Dämonen. Das Spiel bietet eine kunstvolle, filmisch immersive Erzählweise mit beeindruckender Grafik und Sound, die tief in Senuas Geschichte eintaucht. Ja, und worauf ich mich auch auf jeden Fall freue, ist auf Cities Skylines 2. Das gibt es ja zwar jetzt schon auf dem PC, aber es soll im Februar, glaube ich, rauskommen, auch für PS5 und für Xbox. Ja, da bin ich mal gespannt, ob sie das technisch hinkriegen, weil auf dem PC läuft es halt immer noch nicht sauber, das Ganze. Wir haben außerdem noch Test Drive Unlimited, Solar Crown, der dritte Teil, der auch sich immer wieder mal geschoben hat. Open-World-Rennspiel, habe ich Bock drauf, aber mal schauen, ob es wirklich so gut wird, vor allen Dingen im Vergleich zu den aktuell angesagten Open Worlds wie Forza Horizon und The Crew. Super spannend wird es auch noch in Sachen Star Wars, nämlich mit Outlaws bringt Ubisoft auch ein Open World Spiel raus im Star Wars Universum und ich glaube, das könnte richtig gut sein. In Star Wars Outlaws, einem Open World Action Adventure für PS5, Xbox Series XS und PC, schlüpft ihr in die Rolle von Kay Vess, einer Gaunerin, die zwischen Episode 5 und 6 im Star Wars Universum agiert. Das Spiel kombiniert Schleich- und Action-Elemente und ermöglicht es euch, verschiedene Planeten und das Weltall zu erkunden, einschließlich Dogfights gegen das Imperium. Was für Spiele interessieren euch denn so am meisten? Worauf freut ihr euch 2024? Schreibt es unten in die Kommentare und lasst ein Like und Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal.